Schönen guten Morgen aus Bangkok. Wir befinden uns hier auf der Station Sathorn Taksin, der Silom Line, und wir begeben uns jetzt zum Königspalast. Ja, das Ganze schaut so aus, wir sind von der Asok-Station mit der BTS ungefähr 20 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten hierher gefahren und steigen jetzt in die Fähre vom Chao Phraya River ein und versuchen unser Glück, ob wir heute den Königspalast besichtigen können. Wer es noch nicht weiß, der Königspalast ist die wahrscheinlich meistbesuchte Sehenswürdigkeit in Bangkok. Man kann online im Vorhinein Tickets reservieren. Leider war das für heute nicht mehr möglich. Jetzt schauen wir mal, ob wir vor Ort noch Tickets bekommen. Wenn ja, dann ist es gut. Wenn nicht, ja, dann schauen wir weiter, wenn es soweit ist. Also, viel Spaß beim Zuschauen und ja, wir sehen uns. Noch zu erwähnen, bei der Station einfach Exit 2 nehmen und dann hier Chao Phraya Tourist Boat oder Express Boat nehmen. Kleiner Tipp von uns, nehmt das Express Boat, fährt genau die gleichen Haltestellen an, ist allerdings wesentlich billiger, weil das Express Boat wird auch von den Einheimischen genutzt und das Tourist Boat, wie der Name schon sagt, nur für den Touristen und ist, nennen wir es mal, etwas überteuert. So. Station N9 ist der Königspalast und da nehmt ihr am besten die Orange Line, oder? Was war das? Ja, Orange Line, die obere. Den Preis wird uns die Jenny gleich nennen. So, und schon geht es los. Hier kommt das Boot und nur mal zur Veranschaulichung, 16 Baht. Das sind weniger als 50 Cent mit dem heutigen Wechselkurs. Hui, und es ist ein bisschen schockelig hier. Alles klar, dann rauf aufs Boot. Der Chao Phraya, auch bekannt als der Fluss der Könige, ist einer der wichtigsten Wasserwege Thailands und spielt eine zentrale Rolle im täglichen Leben der Menschen hier. Der Fluss ist nicht nur ein Transportweg, sondern auch ein wichtiger Handels- und Kulturkanal, der die Geschichte und das Leben in Bangkok maßgeblich beeinflusst hat. Während unserer Fahrt sehen wir beeindruckende Sehenswürdigkeiten wie den Wat Arun, auch bekannt als Tempel der Morgenröte, und zahlreiche traditionelle Häuser und moderne Gebäude entlang der Ufer. So, wir sind soeben aus dem Boot ausgestiegen. Die Station heißt Ha Giang mit der Nummer N9. Nicht wundern, eine Station vorher ist die Station für den Wat Po, den Tempel des liegenden Buddha. Und mit der Fähre zum Wat Arun, dort werden die meisten Leute aussteigen. Ja, nicht verwirren lassen, einfach sitzen bleiben. Die nächste Station, Ha Giang, ist dann die, wenn ihr zum Königspalast gehen wollt. So, und danach einfach der Meute folgen und zum Eingangsbereich vom Königspalast gehen. Kurz nach der Station kommt eine Rolltreppe. Da könnt ihr unter der Straße durchgehen bis zum Eingang zum Königspalast. Steht auch hier angeschrieben, wir werden es gleich sehen auf der gelben Tafel.
Exit 1 im Grand Palace. Es ist hier auch ein bisschen kühler und es gibt Klimaanlagen. Bei 40 Grad Außentemperatur eine sehr angenehme Abwechslung. Nicht wundern, wenn ihr vom Pier rauskommt, beziehungsweise von dieser Rolltreppe, die erste Pforte ist leider nicht der Eingang und auch die zweite nicht. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie weit wir noch gehen müssen. Ich kann nur sagen, es ist sehr heiß und ich sehe noch immer keinen Eingang. Schauen wir mal, kleinen Moment. Upp. Könnte noch eine Weile dauern. So, jetzt haben wir es. Das dritte Tor ist der offizielle Eingang. Es ist jetzt 10:16 Uhr. Der Palast öffnet um 8:30 Uhr. Und ganz wichtig, das ist der Tempel mit den strengsten Bekleidungsvorschriften, auch für Männer. Ich habe jetzt eine kurze Hose an, knapp übers Knie, aber ich darf so nicht hineingehen. Draußen gibt es etliche Kleidungsstände, wo man sich die klassischen Thai-Hosen kaufen kann, ich nenne sie mal so. Oder man macht es wie ich und nimmt sich eine abziehbare Hose. Ich werde mich jetzt lang zippen. Here we are! Hier sieht man das Ticket. 500 Baht kostet es für Nicht-Thais. Ja, die Thais selber dürfen, glaube ich, gratis hinein, wenn ich das richtig verstanden habe. 500 Baht, das sind mit heutigem Wechselkurs ca. 12,60 €. Ja, für thailändische Verhältnisse ein bisschen viel, aber aus der touristischen Sicht betrachtet immer noch sehr billig. Gut, erkunden wir den Königspalast. Der Grand Palace, das Herzstück Bangkoks, ist eine der beeindruckendsten Sehenswürdigkeiten Thailands. Er wurde im Jahre 1782 von König Rama I. erbaut und diente über 150 Jahre lang als offizielle Residenz der Könige von Siam. Der Palastkomplex erstreckt sich über eine Fläche von 218.000 Quadratmetern und ist von einer 1,9 Kilometer langen Mauer umgeben. Hier gibt es sehr viel zu entdecken, darunter prachtvolle Hallen, königliche Tempel und faszinierende Wandmalereien, die die Geschichte Thailands erzählen. Zu den wichtigsten Attraktionen im Grand Palace zählt der Wat Phra Kae, auch bekannt als der Tempel des Smaragd-Buddhas, in dem sich die hochverehrte Statue des Emerald Buddhas befindet. Der Grand Palace ist nicht nur ein architektonisches Meisterwerk, sondern auch ein Symbol der spirituellen und politischen Macht. Kurzer Zwischenbericht. Wir haben mittlerweile über 40 Grad. Es ist wirklich verdammt heiß hier. Ich bin gerade verzweifelt auf der Suche nach etwas zu trinken. Ja, hier in diesem Eingangsbereich mit den vielen Tempeln, wo auch der Emerald Buddha ausgestellt ist. Den habt ihr vorher gesehen, da darf man nicht filmen drinnen. Die Wachbeamten da drinnen sind sehr, sehr, sehr streng. Also wirklich, lasst die Kamera am besten eingesteckt. Das kann schwer nach hinten losgehen. Ja, wie auch immer, wir suchen jetzt was zu trinken. Ich habe gerade nachgefragt, wo es etwas gibt. Angeblich irgendwo da hinten. Schauen wir mal.
wir haben eine Wasserstelle gefunden. Juhu! Sehr gut. Wir haben jetzt für eine Cola und 2 Flaschen Wasser zu je einen halben Liter insgesamt 60 Baht bezahlt. Also 1,50 € insgesamt. Absolut fair, wenn man bedenkt, dass wir hier bei der meistbesuchten Sehenswürdigkeit von Bangkok sind. Also was das angeht, sind Details wirklich absolut spitze. Wir haben uns jetzt ausreichend mit Flüssigkeit eingedeckt. Daher, ganz wichtiger Tipp von mir, es hat in Bangkok selten unter 30 Grad und wir haben halt jetzt gerade das Pech, dass wir zu einer der stärksten Hitzewellen der letzten Jahrzehnte hier sind. Also es ist wirklich abnormal heiß und ja, keine Ahnung, wie das die Leute alle aushalten. Deshalb, bevor ihr den Grand Palace betretet, unbedingt mit Flüssigkeit eindecken. Es gibt draußen vor dem Palast genug Shops oder Getränkestände. Ja, unbedingt 2 Flaschen pro Person einplanen. Wie ihr hier seht, es ist alles sehr zugebaut und relativ wenig Schattenmöglichkeiten. Also die meiste Zeit seid ihr wirklich in der prallen Sonne. Und unterschätzt die bitte nicht. Die thailändische Sonne ist ein bisschen stärker als die europäische. Und ja, da kommt man sehr, sehr schnell ins Schwitzen. Deswegen jeder Tropfen ist kostbar. Falls ihr, so wie wir, ohne Getränke hineingegangen seid, da drüben, hinter dieser kleinen Pagode oder dem kleinen Schrein, da ist ein kleiner Getränkestand. Einfach der Beschilderung Exit to Grand Palace folgen. Dann kommt ihr zu einem kleinen Getränkestand. Da könnt ihr euch mit Cola und Wasser eindecken. Und was ich gesehen habe, gibt es auch so eine Art Kokos, wie nennt man denn das? Ja, nicht Kokosmilch, aber ja, Kokosfrappé, sowas in der Art. Mir fällt leider der Name gerade nicht ein. Bei der Hitze arbeitet das Hirn ein wenig anders. Ja, ausreichend trinken, sonst fällt man um. Und das wollen wir bekanntlich nicht. Ein besonders beeindruckender Teil des Grand Palace ist der Chakri Maha Prasat, auch bekannt als die große Chakri-Halle. Diese Halle wurde 1876 unter der Herrschaft von König Rama V. erbaut und vereint westliche und thailändische Architektur auf einzigartige Weise. Der Chakri Maha Prasat diente einst als königliche Residenz und Empfangshalle für Staatsgäste und ist heute ein wichtiger Veranstaltungsort für offizielle Zeremonien und königliche Empfänge. In der Nähe befindet sich auch die Phra Thinh Dusit Maha Prasat Thronhalle, ein weiteres beeindruckendes Gebäude, das für wichtige königliche Zeremonien genutzt wird. Der gesamte Palastkomplex bietet eine faszinierende Mischung aus Geschichte, Kultur und Architektur, die tief in die Traditionen Thailands eingebettet ist.
Wir verlassen nun dieses majestätische Areal und begeben uns weiter auf unsere Entdeckungsreise durch Bangkok. Aufgrund der Hitze wird das nächste Ziel mit ziemlicher Sicherheit unser Hotelpool werden. Es ist jetzt 12:33 Uhr. Wir sind mit unserem Rundgang fertig. Wir waren circa 2,5 Stunden im Königspalast drinnen, in der ärgsten Hitze. Ja, mein Tipp, schaut, dass ihr gleich hier seid, wenn der Königspalast öffnet. Das ist um 8:30 Uhr in der Früh. Da ist es noch nicht so heiß wie um die Mittagszeit herum. Und ja, wesentlich entspannter. Und wenn möglich, schaut, dass ihr nicht hier seid, wenn eine akute Hitzewelle herrscht. Ja. Wir werden uns jetzt zurück in unser Hotel begeben und den Nachmittag im Pool ausklingen lassen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar gute Einblicke für euch da drinnen. Und falls ihr Fragen habt, einfach in den Kommentaren posten. Nicht vergessen zu abonnieren, damit ihr keines unserer künftigen Videos verpasst. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.